Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Zufallsgenerator-Challenge, wo ich dahin fahre, wo mich der Zufallsgenerator hinschickt. Ich war schon im Westerwald, bin dann durch ganz Hessen gefahren und jetzt bin ich kurz vor Nordhausen. Den ersten Teil, den findet ihr hier in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los. Ich versuche nämlich nach Sorge zu kommen. Sorge, das liegt aber mitten im Harz. Also hier Nordhausen, hier Harzer Schmalspurbahn. Das wird sein Wernigerode, Brocken, Stiege, Ilfeld. Das ist die Richtung her, so da. Also hier irgendwo, da befindet sich Sorge, da. Also direkt, das war direkt an diesem Dreiländereck dran. Wirklich richtig nah auf der Grenze nach Niedersachsen. Und dann hoffentlich geht's dann direkt weiter mit der Harzer Schmalspurbahn. Oder da gibt es glaube ich auch noch so eine Straßenbahn, die fährt aber glaube ich nicht so weit. Aber vielleicht muss man manchmal noch mit der fahren. Ich hoffe, dass es da dass es da einen Fahrplan gibt oder so, den ich mir anschauen kann. Das ist meine große Hoffnung, dass es heute noch eine Fahrt gibt. Keine Ahnung, um 17:30 Uhr oder so oder 18 Uhr. Die letzte, das wäre die ich dann jetzt gerne nehmen würde, um nach Sorge zu kommen. Und jetzt sind wir gleich da. Jawohl. Jetzt gucken wir mal, ob da irgendwo was dran steht, wo man hin muss. Da fährt er ab und wir gehen jetzt hier. Ah, da drüben, da hinten steht Harzer Schmalspurbahn. Das scheint der richtige Ort zu sein, wo ich hin muss. Harzer Schmalspurbahn. Hoffentlich fährt da jetzt gleich was. Okay. Samstags bis 13 Uhr, sonntags geschlossen. Also das ist schon, okay, das ist schon mal kein gutes Zeichen, was jetzt hier gerade ist. Ah, hier komme ich vielleicht rein. Auf den Bahnhof. Steht da was? Ist da was? Gleis 1, Gleis 2. Okay, hier kommt mal rein. So. Da sitzt auch jemand, das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Abwarten, ja. Jetzt ist es 16:41 Uhr. So. 16. Ja. Ja. Wie, hier fährt kein Zug mehr? Außer nur noch die Straßenbahn. Wohin müssen Sie denn? Ich würde heute gerne noch nach Sorge. Oh. Das schon. Ich glaube, ich habe gefunden. Hier sehen Sie da, Sorge, da. Ja. An dem. Von hier fährt Hier fährt dann noch das da. die Straßenbahn. Ja, die Straßenbahn, okay. Welche? Also hier vorne oder was? 10. Und bis wohin fährt die? Bis Ifeld-Neander-Klinik. Und dann komme ich da weiter. Und da müssten Sie mit dem stehenden Ersatzverkehr weiterfahren. Und der fährt auch noch. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay. Das Einzige, was ich machen kann, ist Ja. gucken, ob der 23 noch fährt. Ah, das wäre natürlich. Also, was soll der 23? Fährt der mich. Von wo fährt der? Von hier? Auch vom Bahnhof vorne. Hier vorne. Also vom Bus vom Bahnhof. Ja, ja, das wäre okay. Weil das wäre jetzt hier der letzte gewesen, hier 16:26 oder was? Der letzte Zug. Oder Triebwagen hier. Also am Wochenende ist es hier generell blöd. Ich habe richtig Pech, denn der letzte Zug ist dieser hier, 16:26, also 12 Minuten vorher. Da wäre ich noch bis nach Sorge gekommen, wenn ich auch zwischendrin Bus hätte fahren müssen. Dann gibt es noch diesen Bus 23, da wäre die letzte Verbindung auch mit diesem Zug gewesen. Hier, genau, die letzte Variante, die ist gerade weggefahren. Auch ohne Anschluss natürlich an den Zug, sondern einfach weggefahren. Auf der Strecke gibt es jetzt noch die Straßenbahn, die fährt jetzt in einer Stunde hier. Die bringt mich aber nicht dahin. Die bringt mich, keine Ahnung, vielleicht 20 Kilometer entfernt davon oder 15 oder 10 Kilometer weg. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht richtig abschätzen. Meine Überlegung ist, die ich jetzt gerade habe. Gibt es irgendwie, komme ich von der anderen Seite irgendwo ran? Gibt es hier irgendwie
so eine Linienkarte, mit der ich weiterarbeiten kann. Vielleicht da vorne. Ja. Ah, hier, so. Wabenplan, Nordhausen. Also hier haben wir Nordhausen, ja, da. Na? Und es gibt ja zusätzlich zu der Harzer Schmalspurbahn, die da hochfährt, die ich nehmen wollte, hier auch noch diesen Zug, der hier fährt, ne? Also der Richtung Göttingen. Stand gerade dran, ich glaube, der ist jetzt gerade weg, aber der kommt sicher auch gleich wieder noch einer. Hoffentlich mal, gucke ich nach, ja? Ich glaube, dass der auch hier bis Bad Sachsa fährt. Oder so, ja? Irgendwie so. Und da steht hier 470 über Walkenried und Hohe Geiß. Hohe Geiß. Hohe Geiß. Ich sag dir, Hohe Geiß. Irgendwie, ich habe das zwar, also das ist es. Das ist da in der Nähe. Dieses Hohe Geiß. So, jetzt gucken wir mal, wenn dieser Zug fährt, wie der es macht, was der macht und ob vielleicht noch eine Variante dort besteht. Das Problem ist, dass das jetzt alles so ein bisschen Glück ist. Alex sagt, will ich das Glück auch nicht irgendwie, komme ich noch nach Hamburg? Das ist die andere Frage, die ich gerade habe. Okay, also dieser Zug da hinten, da würde jetzt um 17:39 Uhr noch mal einer fahren. Live-Abfahrten auch auf bahnhof.de, das bringt mir jetzt gar nichts. Wenn ich jetzt hier zum Automaten gehe und das jetzt hier suche, ja, Hohe Geiß, ist das Cheaten. Also ich sage euch, was die Realität eigentlich ist. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter hier. Die Straßenbahn, die ich da jetzt hinnehmen kann, die ist nicht weit genug. Also das weiß ich mit Sicherheit, was soll ich da machen? Und jetzt habe ich eine Frage, eine Überlegung, weil ich erinnere mich daran, dass das so nah an der Grenze zu Niedersachsen war. Und als ich heute Morgen auf der Karte geschaut habe, gab es da auch so ein Grenzmuseum oder so in Sorge. Also irgendwie sowas. Das bedeutet, und ich habe jetzt ja gerade diesen Bus gesehen. Und wenn ich jetzt aber hier fahre, ja, da baue ich auf nichts. Ja? Also ich kann jetzt noch einmal rund im Harz fahren und gucken, ob ich noch irgendwie reinkomme mit irgendwelchen Bussen. Und dann ist halt auch heute Abend. Weil ich das jetzt nicht entscheiden kann und weil ich hier nichts finde an Informationen. Ich finde hier keine Netzkarte, wo ich mal sowas gucken kann. Auch keine, die so ein bisschen über die Grenzen hinweg schaut. Nur das kleine Ding, das hat ein bisschen geholfen. Aber was soll ich machen? Ne? Hilft nichts. Eigentlich ist hier das Ende. So. Ich gucke jetzt nach, ob ich noch nach Hamburg kommen würde oder ob ich da irgendwie sonst nach Sorge komme, wenn ich kurz über die Grenze husche zu Fuß. Das gucke ich mir jetzt an. Mit dem Handy. Alles ohne Handy zu machen, ist hiermit gefailt. Ich komme hier nicht weiter. Ich wüsste jetzt nicht mehr weiter. So. Ob es noch irgendeine komische Option gibt, finde ich jetzt heraus. Wir probieren es jetzt einmal hier. Mein Standort und wir wollen nach Sorge. Und mit dem Handy ist alles viel einfacher. Ich finde jetzt heraus, dass ich da noch hinkomme, dass es noch einen Bus gibt, der fährt bis Hohe Geiß. Da muss ich mit dem anderen Zug ein bisschen fahren und dann umsteigen in diesen Bus. Aber der fährt heute auch noch relativ lang am Abend und dann muss ich ungefähr eine Stunde, anderthalb lang bis nach Sorge zu Fuß gehen. Aber das wäre die Möglichkeit, die es noch gibt. Mal das mal vorher gewusst. Ich hätte halt woanders hinfahren sollen, ne? Ich hätte locker 2 schaffen können. Locker. Und zwar mit mehreren. Also, wahrscheinlich hätte ich sogar Ferdinandshof schaffen können, wenn es nur 2 gewesen wären. Also da bin ich mir 100%ig sicher. Sogar nur mit dem Regionalverkehr hätte ich Hamburg geschafft. Ich hätte sicher, bin ich mir auch ziemlich sicher, bis heute Abend Küps geschafft. Ich habe gerade nachgeschaut, weder Hamburg noch Küps reichen jetzt noch rechtzeitig. Aber jetzt geht es nicht mehr, auch nicht mit ICE. Die haben gerade übrigens auch massive Verspätungen. Deswegen machen wir jetzt das und wir fahren jetzt in den Harz. Jetzt gucke ich mal das Hotel, was ich da gerade gesehen habe, ob das auch Zimmer für mich hat. Weil dann kann ich da nämlich übernachten. Da nämlich in Hohe Geiß. Dann buche ich das nämlich jetzt. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das schon ein bisschen traurig finde, an einem Samstag um 16:45 Uhr keinen Zugverkehr mehr zu haben. Das finde ich hart. Aber selbst bei der Bus-Challenge war es ja so, ne? Ganz zum Schluss, das war dann auch nur noch so ein kleiner Bus, wo wir dann nur gerade so reingepasst haben. Also ich werde es, so wie es aussieht, heute Abend noch nach Sorge schaffen, wenn auch mit einer kleinen Wanderung, wo ich jetzt insgesamt 2 Stunden noch zu Fuß gehen werde. Was die Wahrheit ist, was ich jetzt tue, ich fahre jetzt zurück in den Westen. Liebe Fahrgäste, herzlich
Herzlich willkommen in der RB 81 nach Bodenfelde über Herzberg am Harz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Das wird übrigens gleich in Walkenried eine relativ knappe Nummer. Dann muss ich auf den Bus 470. Dieser B470, der fährt nach Braunlage Schulzentrum. Ich habe wahrscheinlich 2 Minuten Umsteigezeit, weil der ein bisschen Verspätung jetzt auf einmal hat. Und es tut mir leid, liebe Thüringer, dass ich so schnell wieder abhaue. Aber in diesem Moment fahre ich nach Niedersachsen. Genau, direkt hier. Also ich weiß ja nicht, was besser ist, aber hier direkt hier. Bitte? Ja, ich mach so ein kleines Video. Geht das? Passt das so? Ja. Aber danke. Das ist hier meine perfekte Umsteigemöglichkeit gewesen und Leute, wir kommen heute noch nach Sorge. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Und wenn ich dafür zurück in den Westen fahren muss. Und dann wundere ich mich ganz kurz, nämlich hier gibt es eine Sorge. Wir müssen aber nach Sorge mit S. Und gleich kommen wir dann auch nach Hohegeist. Das ist da, wo mein Hotel ist. Also es gibt hier Hotels, weil sonst hätte ich ja keins bekommen. Da würde ich ganz kurz einchecken. Und dann würde ich die Wanderung noch, eine späte Abendwanderung machen. Immerhin sind das 10 Kilometer Wanderung, die ich jetzt noch vor mir habe ungefähr. Bin ich ein Trottel, dass ich das jetzt noch mache? Weil ich will unbedingt noch nach Sorge. Ich habe ja heute keine Ahnung gehabt, wie ich fahren soll, sondern habe alles nur nach Vibe und wie ich es mir so vorstelle gemacht. Ne? Aber ihr wisst ja jetzt, welche Orte zur Auswahl standen und wann es losging und was für Züge möglich sind und was man fahren konnte, Busse, alles Mögliche. Schreibt doch mal in die Kommentare rein den besten Plan, den ihr gehabt hättet, wenn ihr Bescheid gewusst hättet, wie ihr fahren würdet. Aber schreibt rein, ob ihr es geschafft hättet, 3 hinzukriegen. Und wenn ja, wie. Bin super gespannt. Was mir gefällt, ist, dass der Bus jetzt nach oben fährt und ich hoffe, dass der Ort oben ist, weil dann muss ich nämlich nicht so viele Höhenmeter gleich noch machen. Das wäre noch eine Nummer. Haltestelle Hohegeist, Bodeweg. Perfektes Hotel ausgewählt. Wiedersehen, vielen Dank. So, und jetzt checke ich kurz ein und in wenigen Sekunden seht ihr mich wieder genau an der Stelle, wahrscheinlich kurz umgezogen. So, und ich habe euch gesagt, jetzt geht's los. Jetzt haben wir kurz vor 7. Das heißt, wir haben jetzt hier noch knapp 3 Stunden Sonnenlicht. Und das nutzen wir jetzt aus, indem wir jetzt wandern nach Sorge. Ich habe nachgeschaut, gerade 21:45 Uhr geht die Sonne unter und ich sollte da gegen 8 sein, kurz nach 8. Immer noch in Niedersachsen, aber die Grenze ist wirklich direkt um die Ecke. Also das ist jetzt ganz knapp. Zukunftskonstantin, ich brauche jetzt heroische Musik, weil ich mir das jetzt noch antue, obwohl ich im Prinzip die Regeln gebrochen habe. Eigentlich und ich gar nichts mehr gewinnen kann. Aber es kann ja nicht sein. Wenigstens 2 muss ich doch schaffen und jetzt schaffen wir auch 2. Und ganz spannend ist der Weg, an dem ich hier langlaufe eigentlich, nämlich das rechts, hinter diesem Zaun, da ist Niedersachsen und ich befinde mich gerade in Sachsen-Anhalt. Das ist mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar.
Hallo! Wir reden also hier von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, an der ich gerade genau entlang laufe. Oh, komm mal. Doch mal direkt. Sorge. Da steht's doch schon. Da hinten ist der. Seht ihr das? Da hinten, das ist der Brocken. Da fährt die Dampfeisenbahn hoch, die man nicht mit dem Deutschlandticket nutzen kann. Aber es gibt hier im Harz Dampfeisenbahnen, die man mit dem Deutschlandticket nutzen kann. Morgen habe ich ja noch meinen ganzen Sonntag und ich bin jetzt schon hier. Ich habe das Gefühl, ich könnte dann morgen mal, zumindest mal jetzt dann doch morgen auch mit der Harzer Schmalspurbahn fahren. Jetzt habe ich es gleich geschafft. Jetzt bin ich hier in Sorge. Also das hier, liebe Freunde, ist Sorge, wo ich mich jetzt hier gerade befinde. Und ihr seht, die Sonne steht tief. Das heißt, lang ist es auch nicht mehr hell, aber es ist jetzt wahrscheinlich, ja, jetzt ist es 20 Uhr. Und das ist er. Das ist der Bahnhof. Sorge. Ihr habt gedacht, ich komme halt nicht mehr hin. Ihr habt gedacht, ja, ich schaff's nicht. Ja, ja. Guckt euch an. Ist wohl geschafft. Ich habe es geschafft. Hier ist die Harzer Schmalspurbahn mit den Schienen und hier ist Sorge. Also ich hoffe, ihr habt keine Sorge gehabt, dass ich es hier heute herschaffe. Ich habe zwar ein kleines bisschen Hilfe vom Handy ganz am Ende gebraucht, aber ich habe es noch geschafft. Das heißt, das hier ist Zufallsbahnhof Nummer 2, zu dem ich es heute hier geschafft habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ich mehr so Zufalls-Challenges machen soll. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und unterstützt mich gerne als Kanalmitglieder, dann kann ich mehr von diesen Sachen machen. Ihr seid schon richtig viele, das ist mega gut. Ich freue mich mega, es können immer größere Sachen werden, aber unterstützt mich gerne weiter, das hilft mir sehr. Vielen, vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Video.